Heute zeige ich euch, wie man Hefe aus Datteln macht, in Anlehnung meines vorherigen Videos. Viel Spaß dabei! Hallo, hier ist Emma, Emma Magians. Dies hier sind ein paar leckere weiche Datteln ohne Kerne. Davon nehme ich jetzt ein paar, so 1, 2, 3, noch eine vierte dazu, um Hefe zu machen. Das Rezept habe ich euch natürlich wie immer in der Infobox verlinkt. Dazu kommt noch ein Teelöffel Zucker. Ich nehme das in Form von Honig, wie immer. Das ist das gleiche Rezept wie mit den Tomaten. Ich will euch nur zeigen, wie viel schneller das mit den Datteln gehen kann. Das, was ihr jetzt seht, ist wieder der normale Starteransatz. Also so macht ihr das auch, wenn ihr noch nie eine Hefe gemacht habt. 500 Milliliter Wasser kommen da jetzt hinzu. So, still, ohne Kohlensäure und vor allem ohne Chlor. Ist bei uns in Deutschland auch nicht relevant, aber ich sage es nochmal, vielleicht schaut sich das ja ein Deutscher in Amerika an. Man weiß es nicht. So, das Ganze verrühre ich jetzt einfach. Und so könnte das Ganze jetzt stehen und innerhalb von 3 Tagen zu Hefe werden. Soweit, so gut. So sieht das Ganze aus. Die Datteln liegen noch unten auf dem Boden. Später werden die hochgehen, je nachdem, wie weit die Gärung vorangeschritten ist. Und bei mir kommt da jetzt noch die Bestandshefe dazu, 100 Milliliter. Das ist quasi wie ein Sauerteig, nur bei Hefe. So, und links habe ich da auch schon etwas vorbereitet. Und zwar ist das tatsächlich nur 2 Stunden früher. Die gleichen Zutaten und ihr könnt schon sehen, da haben sich ordentlich Blasen schon gebildet. Das geht total schnell. Und jetzt zeige ich euch gleich mal, wie das schon am Abend aussieht. Ja, schon mehr Blasenbildung bei beiden. Ich habe die beschriftet, das Blaue ist morgens, das Rote mittags. Der nächste Morgen sieht schon anders aus. Deutliche Veränderung. Und das Schütte nicht vergessen, ganz wichtig. Einmal kräftig rummixen, das Ganze. Dann der Deckel kurz drauf, damit die Kohlensäure entweichen kann und wieder runter. Das gleiche natürlich auch bei der zweiten Flasche. Ist für mich immer unbegreiflich, wie schnell das geht. So. Durchschütten. Einmal im Kreis. Und dann gieße ich das Ganze schon ab. 1 Tag hat es gedauert, ging echt schnell. Und dann gieße ich das jetzt alles erst einmal in ein großes Gefäß. Was ihr bemerken werdet, wenn ihr sowas häufiger macht und mal verschiedene Dinge verwendet, also ich mache das ja am liebsten mit Tomaten und mit Datteln, dann werdet ihr sehen, bei Datteln wird die Hefe ein bisschen sirupartiger. Das ist nicht schlimm, ist alles gut, aber achtet mal darauf. Also es ist eine ganz andere Konsistenz. Wichtig ist, dass ihr immer ordentlich schüttelt. Unten ist nämlich am Boden noch ein Satz, der muss natürlich mit. Deswegen gieße ich jetzt hier gerade die Resthefe nochmal in die erste Flasche. Da war ich nämlich ein bisschen schlampig unterwegs. So, wirklich alles reinschütten. Wenn ihr einen Kompost habt und dort die fermentierten Früchte reingebt, übrigens mal so ein Tipp am Rande, die Würmer lieben das ohne Ende. Also wenn ihr so einen schlaffen Kompost habt, wo irgendwie kaum noch Leben ist, fermentierte Hefefrüchte, stehen die total drauf. So, also alles rein damit. Und das geht jetzt bei mir dann so in den Kühlschrank, wenn ich es nicht benötige. Ich decke das mit einer Folie ab. Könnt ihr das sehen? Ist ein bisschen Sirup. Ich hoffe, ihr könnt das sehen. Sirupartiger als das mit den Tomaten. So sehen die Datteln aus, nachdem sie uns geholfen haben, Hefe herzustellen, von ganz dunkel auf sehr hell. Und das ist dann die fertige Hefe. Eine richtig gute Menge, innerhalb von einem Tag. Also wenn ihr mal viel backen müsst, beste Möglichkeit. Ich freue mich über ein Like und ein Abo natürlich
und bin gespannt auf eure Kommentare. Liebe Grüße, eure Emma.